Hallo bei Ink Up Your Pen. Ich wollte euch heute mal so ein bisschen einen Vergleich von zwei Füllfederhaltern vorstellen, wobei ich den einen schon sehr lange besitze und mir den anderen aufgrund der aktuellen Preisentwicklung, die das Original genommen hat, mir jetzt ganz aktuell gekauft habe, um euch einfach mal so eine Alternative bieten zu können. Heute geht es um einen japanischen Hersteller und einen chinesischen Hersteller. Das hier ist der japanische Hersteller. Da seht ihr schon nur noch so ein bisschen die Schrift Japan, der Rest ist weg. Und zwar geht es um Oto. Dieser Füllfederhalter heißt Oto Tasche, ist ein japanischer Füllfederhalter und der wurde ursprünglich mal so für 12 € verkauft. Und durch Zufall habe ich mal bei Amazon, wo ich den damals gekauft habe, den habe ich schon viele Jahre in Gebrauch, habe ich neulich mal nachgeschaut und plötzlich ruft man da einen Preis von 30 bis 40 € auf. Und ungefähr zeitgleich habe ich diesen Füllfederhalter entdeckt. Ich nehme ihn mal hier aus der Tüte heraus. Das ist der Mayon N1. Der sieht dem Oto fast zum Verwechseln ähnlich, könnte man sagen. Also es ist ein Klon des Oto Tasche und der wird jetzt aktuell so für um die 12 € über AliExpress verkauft. An der Stelle sei es gleich wieder gesagt, ich bekomme nichts von AliExpress, ich bekomme auch nichts von Oto, ich bekomme auch nichts von Mayon. Ich mache das, weil ich euch hier eine Alternative vorstellen möchte, weil die Preisentwicklung des Oto Tasche ist schon exorbitant und das ist auch ein relativ selten zu findender Hersteller hier bei uns in Deutschland. Und vor dem Hintergrund habe ich mir gedacht, dass ich euch diesen Füllfederhalter mal vorstelle und dann sage ich euch natürlich ein bisschen was zu den einzelnen Füllfederhalter, zum Aufbau der einzelnen Füllfederhalter im Vergleich. Dann sage ich euch natürlich was zu den Herstellern. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am jeweiligen Modell. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Und ich gebe euch eine Empfehlung, wie ihr mit der aktuellen Preisentwicklung umgehen könnt und welche Alternative es gibt oder auch nicht. Dann geht's jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Ja, so sehen sie aus, die beiden Kontrahenten, beziehungsweise das Original der Oto Tasche und der Clone der Mayon N1. Ihr seht schon hier, es gibt wesentliche Elemente, die deutlich machen, dass der Mayon ein Klon des Oto Tasche ist. Dieser Ring hier, der Abschluss hier mit dem Silikonring, der Kopf hier oben, das Anbringen des Clips, das wirkt schon alles recht ähnlich. Und vor dem Hintergrund dieser Preisentwicklung lohnt es sich durchaus mal beide Füllfederhalter sich genauer anzuschauen. Wir wollen mal und legen den anderen mal nebenhin mit dem Oto Tasche beginnen. Hier könnt ihr nur noch sehen, da steht noch Japan drauf. Auch nicht mehr so ganz. Ich habe den schon viele, viele Jahre. Ich habe den mal über Amazon gekauft. Und mir gefällt hier noch nicht die Schärfe im Bild. Da müssen wir noch mal ein bisschen... Zack. So, so könnt ihr es besser sehen. Ich habe den über Amazon mal gekauft und habe den schon sehr, sehr viele Jahre. Bin immer sehr zufrieden gewesen. Und... ja, ich denke mal, jetzt ist es an der Zeit, gerade in diesem Vergleich, das mal hier vorzustellen, diesen Füllfederhalter. Ja, Oto ist eine japanische Firma, die wurde 1919 in Tokio gegründet. Ihr merkt schon, das ist ein Traditionshersteller. Die haben begonnen mit der Herstellung von Färbemitteln und von Tinte. Ursprünglich hatte der Firmeneigentümer die Idee, Farbe für Banknoten herzustellen, hat da auch einen Prototyp entwickelt und ist aber damit nicht zum Zuge gekommen, sodass er sich dann selbstständig gemacht hat
und dann, wie gesagt, die Herstellung von Färbemitteln und Tinte begonnen hat. Der erste Name, der war auch nicht Oto, sondern der war Nakata Okado. Später hieß er dann Auto. Das hatte damit zu tun, dass er ab 1949 den ersten in Japan produzierten Kugelschreiber hergestellt hat und den nannte er Autopencil. Deswegen hieß seine Firma dann Auto, wie das deutsche Auto. Und seit 1974 hat er seine Firma nochmal umbenannt und dann hieß sie Oto, also O-H-T-O. Er wollte die Nähe zum Auto, also zu dem Kfz, nicht mehr haben und deswegen erfolgte diese erneute Umbenennung. Ja, so sieht er aus hier, dieser Füllfederhalter. Und schwarz Metall ist ja relativ leicht auch, obwohl es ein Metallfüllfederhalter ist. Es ist ein recht schlanker Füllfederhalter. Und es ist natürlich ein Füllfederhalter für die Tasche zum Mitnehmen, damit auch alles gut geschützt ist, damit man keine Flecken macht, ist hier natürlich alles gut verschlossen und man muss den Füllfederhalter hier auseinanderziehen. Dann habt ihr die beiden Teile, die sind nahezu gleich lang und um den Füllfederhalter zu betreiben, sage ich mal, muss dieses Teil hier hinten aufgesteckt werden. Ansonsten ist es einfach zu kurz. Also diese Taschenfüllfederhalter, die funktionieren nur, wenn man die aufgesteckt benutzt. Also da geht es auch nicht darum, ob man jetzt das aufstecken mag oder nicht. Es ist einfach von der Konstruktion her so, dass man sie gar nicht anders benutzen kann. Schauen wir uns mal die einzelnen Bestandteile an. Fangen wir hier mal von der Feder an. Die Feder ist eine Metall natürlich, Edelstahlfeder, nur mit Iridium Point beschrieben, also nicht gebrandet mit Oto. Und es ist eine mittlere Feder, den gibt es auch nur in dieser mittleren Feder, da gibt es keine andere Feder dafür. Das Griffstück hier ist recht lang, ist ganz griffig. Man könnte jetzt meinen, wenn ich das so hin und her reibe mit den Fingern hier, dass es irgendwie rutschig ist. Das ist überhaupt nicht rutschig, muss ich sagen. Und ist sehr, sehr angenehm. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, diese Trennung, diesen Ring hier, der dazu führt, dass diese Kappe, die lange aufgesteckt werden kann und dann auch natürlich nicht weiter runter geht, sondern hier dann relativ sicher mit diesem Silikonring hält. Ihr seht natürlich, wenn ich hier dran ziehe, kann ich da natürlich etwas wackeln, aber im Schreibgefühl gibt es da keine Probleme. Ja, ansonsten hier oben, hier unten, also wie gesagt, dieses sieht aus wie Aluminium, sehr angenehm, so ein mattes Metall, also kein Kunststoff. Hier oben lackiert schwarz. Ich habe euch gesagt, ich habe es über Jahre schon in Verwendung. Ihr seht hier keine Abnutzungsspuren an dem Metall, also wirklich qualitativ sehr hochwertig. Ich werde hier an der Stelle nochmal zerlegen. Schauen wir uns den Clip mal an. Der Clip absolut funktional, ihr könnt es hier sehen. Ganz hervorragend mit so einer kleinen Kugel hier unten. Muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt kein Mensch, der die Clips benutzt, aber der ist absolut funktional, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, Abschlussstück hier oben, glänzendes Metall, ja, zusammen mit dem Clip, so wie es ausschaut, gefasst. Und ansonsten alles Metall hier und gut verarbeitet. Na klar, hier merkt man schon, dass es Metall ist, aber alles in allem eine wirklich hochwertige Verarbeitung, mal abgesehen hier von der Schrift, die man hier eben nicht mehr so gut erkennen kann. Ich will euch hier nochmal zeigen, das Griffstück. Hier hinten könnt ihr aufschrauben und dann seht ihr hier, dass hier eine ganz normale Standard International Patrone reinpasst. Ich habe hier eine GH-Patrone mit Königsblau verwendet. Und hier schraubt er die quasi fest. Da geht auch nur eine Patrone rein. Und das sind alles Metallgewinde auf Metallgewinde. Wie gesagt, das untere sieht aus wie Aluminium. Oben sieht es aus wie ganz normales Edelstahl, wie ganz normaler Edelstahl.
Dann auch hier nochmal mit so einem schwarz abgesetzten Stück. Und hier oben dieser Silikonring, der ermöglicht eben das Aufsetzen dieses Schaftes, damit der auch ein bisschen hält und gebremst wird. Ihr seht es hier, das ist alles sehr wertig gemacht. Den musste ich schon einmal ersetzen, aber wie gesagt, ich habe den schon sehr viele Jahre, diesen Füllfederhalter. Ich muss sagen, ein zuverlässiger, absoluter zuverlässiger Begleiter. Haben wir vorhin noch vergessen, wenn ich hier nochmal reinschaue, Tintenleiter, ja, unspektakulär, so wie die Feder auch. Also ganz hervorragend. Okay, dann schließen wir den mal und dann schauen wir uns mal den Mayon an. Ja, Mayon ist oder hier dieser N1, ist von einem chinesischen Hersteller, der heißt seit kurzem erst Mayon. Der frühere Name war Moonman, der wird nicht mehr verwendet. Es sind qualitativ hochwertige Produkte von Mayon. Ich habe euch schon einen Füllfederhalter hier vorgestellt von Mayon. Die sind schon recht gut. Und hier könnte ich nur mutmaßen, dass es hier um lizenzrechtliche Dinge geht, die Moonman dazu bewogen haben, sich in Mayon umzubenennen. Design und Produktion sind aus China, wobei man natürlich sagen muss, Design, ich nehme nochmal den anderen hier nebenhin. Also Design würde ich sagen, ist eher aus Japan. Und produziert wurde der hier in China. Was ich damit sagen will, ist, natürlich ist es ja deutlich, es ist ein Klon. Die eigene Designleistung würde ich eher in den Hintergrund stellen wollen. Ja, alles hier auch bei dem Mayon. Ein Metallfüllfederhalter hier in einem blauen Lack. Die silbernen Teile sind alle matt gehalten, sieht sehr edel aus. Auch hier der Schaft, der Kopf sozusagen, wo der Clip dran ist. Dieser Clip allerdings ist bombenfest. Also der ist nahezu nicht funktional. Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber den kann man kaum bewegen. Und dann bleibt er hier so ein kleines bisschen offen stehen, wenn ihr das hier so seht. Was wir drehen hier könnt ihr ganz kurz durchgucken, so ein bisschen. Da ist so ein bisschen Spiel drin. Also Clip ist verbesserungswürdig. Hier ist das Logo drauf von Mayon oder Moonman. Hier ist nochmal an diesem Ring Mayon draufgeschrieben. Und ja, das ist sieht aus wie so geätzt, so wie dieses Logo hier auf dem Clip auch. Dann haben wir auch hier diesen Silikonring, den wir schon vom Otto Tasche kennen. Und auch hier ist der Füllfederhalter gesteckt. Und auch hier steckt man ihn so zusammen und dieser Ring soll eigentlich den Schaft dann halten. Aber ich muss das jetzt mal so ein bisschen schütteln. Ihr seht schon hier ist eine kleine Lücke entstanden. Also das sitzt hier sehr, sehr locker. Das ist kein Problem, wenn ihr den dann so haltet und damit schreibt. Aber alles in allem, muss ich sagen, ist das schon hier recht locker, wenn ihr euch das so anschaut. Ich nehme nochmal im Vergleich dazu den Otto. Das sieht schon stabiler aus. Okay. Ja, dann schauen wir uns einfach den Schaft mal an. Der ist ähnlich aufgebaut wie der des Otto. Also eine Metallkonstruktion, würde sagen Edelstahl. Clip, auch Edelstahl, Abschlussstück, auch Edelstahl. Clip ist unterhalb des Abschlussstücks angebracht. Ob er damit verbunden ist oder nicht, kann ich nie einschätzen. Hier ist es auch ein bisschen scharf, aber jetzt nicht wirklich so, dass man das Gefühl hat, man kann sich hier schneiden. Aber das ist natürlich auch, ich sag mal, im zusammengesteckten Zustand zu verwenden. Und wenn man ihn so zusammensteckt und dann hier drüber fährt, dann merkt man gar nichts. Also das ist gar kein Problem. Ja, sieht alles sehr edel aus. Ich kann natürlich noch nichts zur Haltbarkeit sagen. Ob es da Abplatzungen geben wird irgendwann mal, das vermag ich nicht einzuschätzen. Aber momentan sieht es sehr, sehr gut aus. Ja, auch hier das Griffstück sehr lang, also alles so ähnlich wie beim Otto.
Zur Feder kann man noch mal was sagen. Da ist das Mayon oder Moonman Logo drauf. Dann steht darunter, hoppla, so könnt ihr das sehen, Moonman Super Quality und dann an der Seite ein kleines F. Das ist jetzt allerdings sehr klein. Mal gucken, ob wir das noch mal ein bisschen größer, da seht ihr das F. Also hier Moonman Super Quality F. Also das ist eine feine Feder. Da gibt es wieder jetzt hier in dieser Variante, da gibt es keine mittlere Feder, da gibt es aber eine Auswahl zwischen extra fein und fein. Aber stärkere oder kräftigere Federn sind hier nicht erhältlich. Ja, ansonsten kann man hier auch aufschrauben. Und dann hat man hier die Tintenpatrone drin, die geht hier mit raus. Das ist eine chinesische Standardpatrone, 3,4 mm. Und hier hinten ist es so, dass diese sich hier so ein bisschen hier in diesem Kopf, sage ich mal, festmacht, sodass wir die dann auch ein bisschen kräftiger rausziehen müssen. Also das hier ist die Tintenpatrone, die hier passt. Da kann ich zur Tinte nichts sagen. Das war mal eine Beigabe zu irgendeinem Füllfederhalter aus China, den ich gekauft habe. Aber wenn ihr die hier so reindrückt, dann passt das bombenfest. Und einzige Problem besteht halt darin, dass wenn ihr das hier aufschraubt und wenn das alles leer ist nachher, die Tintenpatrone, dass ihr dann so ein bisschen das Problem habt, dass die hier hinten mit rausgezogen wird. Kann praktisch sein, muss es aber nicht. Aber ansonsten könnt ihr hier ganz normal alles wieder festdrehen. Und dann ist die Patrone sicher und fest hier im Füllfederhalter untergebracht. Auch hier, wenn ich mir das so angucke, Tintenleiter, unspektakulär, Kunststoff, so wie bei dem japanischen Original auch. Auch hier Abschlussstück Metall, sieht nahezu identisch aus zu dem vom Original Oto. Und ist ja nicht glänzend, sondern hier matt. Aber alles in allem kann man eine gewisse Nähe hier nicht leugnen. Aber alles sehr hochwertig verarbeitet, sieht sehr gut aus. Ja, dann machen wir mal Maße und Gewicht. Ich lege die mal so ein bisschen hier nebeneinander, damit ihr das auch sehen könnt. So, kommt das, glaube ich, ganz gut raus. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen was an der Schärfe tun. So, sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Also, fangen wir mal mit dem Oto an. Im geschlossenen Zustand seht ihr schon, der ist ein bisschen kleiner. Der misst 9,9 cm geschlossen. Im Gegensatz zu dem Mayon, der hier 10,8 cm schon mal auf die Messlatte sozusagen bringt. Aufgesteckt, wir können sie beide auch da mal nebeneinander legen. So, dann können wir das auch nochmal sehen. Da seht ihr schon, da ist der Unterschied geringer. Aufgesteckt sind es bei dem Original, bei dem Oto, also bei dem schwarzen hier unten. Da sind es 14,6 cm und bei dem Mayon sind es 14,9 cm. Was aber durchaus deutlich wird, und das sieht man, glaube ich, hier auch ganz gut, ist, dass ich werde es mal anders machen, ich werde mal hier die Teile abziehen, wenn ihr das hier so hinten seht. Und da kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen schärfer stellen. Zack. Die sind unterschiedlich dick, unterschiedlich stark. Hoppla, hier hat sich der Ring kurz verabschiedet. Also der ist kräftiger, der Mayon, und der Oto, der ist schlanker und zierlicher. Der Oto, also dieser hier, hat einen Durchmesser von 9,87 mm. Und der Mayon, also dieser hier, hat einen Durchmesser von 10,96. Auch im Gewicht unterscheiden sie sich deutlich. Ich habe sie beide mit Tintenpatrone gewogen. Und auch wenn die eine ein bisschen größer ist und die andere eine internationale Standardpatrone ist, denke ich mal, ist es durchaus vergleichbar. Aber der Gewichtsunterschied, der ist deutlich. Der Oto wiegt zusammengesteckt, schreibbereit,
wiegt er 14 Gramm mit Tinte und Tintenpatrone und der Mayon wiegt 24,2 Gramm, also 10 Gramm mehr. Also ihr seht schon, das ist ein deutlicher Unterschied. Und wenn ihr den dann natürlich als Taschenfüllfederhalter mitnehmen wollt, dann ist es natürlich die Frage, wollt ihr das mehr oder weniger Gewicht haben? Wobei natürlich man auch sagen muss, bei 10 Gramm Unterschied, da wird jetzt keiner schwach und da wird das keinem zu viel. Aber es ist doch für einen Taschenfüllfederhalter ein deutlicher Unterschied, wenn sich auch die Maße nicht so sehr und deutlich unterscheiden. Ja, für beide wurde kein Konverter mitgeliefert. Das ist für chinesische Füllfederhalter eher ungewöhnlich. Aber ja, doch, für chinesische ist es ungewöhnlich, genau. Für japanische Füllfederhalter ist es mal so, mal so. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Da gibt es manchmal welche dabei und wenn sie sehr günstig sind, dann gibt es keinen dabei. Also für den Oto, da gehen wirklich nur internationale Standardtintenpatronen. Ich habe da noch keinen Konverter für gefunden, der da passen würde. Ihr könnt mir das in den Kommentaren dann mitteilen, falls ihr einen Konverter kennt, der da passen sollte. Mir ist keiner bekannt. Und für den chinesischen Füllfederhalter, also für den Mayon N1, da soll es einen chinesischen Füllfederhalter-Konverter für geben. Mir ist der nicht bekannt, das muss so ein Mini-Konverter sein. Aber normalerweise würde auch der hier mit den Patronen, die ich euch vorhin gezeigt habe, also mit den 3,4 mm Patronen chinesischer Standard, würde der dann hier betrieben werden. Okay, so viel zur Beschreibung, so ein bisschen was zum Hintergrund der beiden Firmen und zur Beschreibung der einzelnen Füllfederhalter. Und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Beginnen wollen wir mal mit dem älteren, beziehungsweise mit dem Oto aus Japan. Also, das ist der Oto Tasche. So heißt dieser Füllfederhalter. Die Tinte ist GH Königsblau. Blau, das ist eine Patrone. Und die Feder ist eine M-Feder. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt wieder mal zuhören, wie der Füllfederhalter hier übers Papier gleitet. Ja, ich denke, ihr habt es gehört, das ist schon eine harte Feder, die gibt auch schon ein bisschen Feedback. Aber alles in allem muss ich sagen, klingt sehr angenehm und da gibt es kein Problem. Ich mag das, ich finde das Schreibgeräusch wirklich angenehm. Ich habe mir schon seit Jahren und ich finde auch die Feder macht ein schönes Schriftbild. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann versuchen wir mal schnelles Schreiben und schauen mal, ob er gleich da ist. Sofort da. Ihr seht auch hier, das kommt jederzeit kommt der Tintenfluss mit. Da gibt es gar kein Problem. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Geht auch, klingt aber nicht gut. Ihr seht auch, wie das hier so ein bisschen ausfranst. Also der greift dann schon mit dieser recht harten Feder, sage ich mal, greift der schon ganz gut ins Papier ein. Aber ihr seht, da gibt es auch kein Problem. Das sieht dann aus, sag ich mal, naja, wie fein, denke ich. Denke ich mal, fein, extra fein.
Sowas in dem Dreh. Okay, dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ah ja, setzt du gleich mal aus, wenn ich zu viel drauf drücke. Aber ihr seht hier, ja, da setzen wir nochmal an. Ein bisschen, ja, da kommt da, also die Feder gibt schon ein bisschen nach, aber die Tinte kommt nicht nach. Also Variation, naja. Tintenfluss, wenn man ihn ganz normal benutzt, völlig in Ordnung für eine mittlere Feder. Ist eine japanische Feder, die fällt sowieso etwas feiner aus. Also insofern alles im grünen Bereich, würde ich sagen. So, dann machen wir den wieder zu. Und dann schauen wir mal den Konkurrenten an. Stecken ihn erstmal hier so zusammen. Dann haben wir hier den Mayon N1. Das ist eine, ja, ich sag mal ein Blau. Was auch immer für eine Art von Blau das sein mag. Das kann ich hier nicht näher bezeichnen. Es handelt sich auch um eine Patrone. 3,4 Millimeter. So, und dann haben wir eine F-Feder. Und das Papier ist logischerweise wieder Clairefontaine. Ändert sich ja hier auf halber Strecke nicht. Schieben wir das Ganze mal ein bisschen hoch. Und dann könnt ihr jetzt mal hören, wie die Feder des Mayon hier übers Papier gleitet. Also ich finde, das hört sich sehr angenehm an. Das ist jetzt eine feine Feder. Ich finde, wenn man das so ein bisschen mal vergleicht, ein bisschen näher hebt hier, ich finde da jetzt nicht so einen wahnsinnigen Unterschied zwischen diesen beiden Federn. Also japanische Federn sind ja auch immer ein bisschen feiner, eigentlich so auch wie chinesische. Aber hier diese F-Feder, die geht schon eher so, würde ich mal denken, so ins M hinein, ne? Wenn ihr hier so schaut, die hat auch einen ordentlichen Tintenfluss. Da geht schon was. Okay, dann haben wir den Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ob er sofort da ist und wie schnell das Schreiben geht, ob da der Tintenfluss mitkommt. Ja, auch sofort da. Ja, perfekt. Da kann man gar nichts meckern. Dann gucken wir mal, was der beim verkehrt herumschreiben macht. Klingt gar nicht so unangenehm. Also ich finde ihn hier angenehmer im verkehrt herumschreiben als den Oto-Tasche. Muss ich ganz deutlich sagen. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen Variation hineinbekommen. Naja, ein bisschen. Also er ist ein bisschen besser als der Oto. Aber so richtig viel, hier sieht man ein bisschen was. Richtig viel ist es auch nicht, aber ein bisschen Variation bekommt man hinein. Schauen wir uns nochmal den Tintenfluss an. Ja, also ihr könnt mal die beiden Tintenflüsse hier vergleichen. Schaut euch mal den an. Und wenn ich hier genauso verwische, das ist eine feine Feder, das ist eine mittlere Feder. Also ich würde mal sagen, auch wenn die unterschiedliche Bezeichnungen tragen, die Federn, die sind absolut vergleichbar im Tintenfluss, in der Ausprägung hier auf dem Papier. Da denke ich schon, dass wir da gleich liegen. Der liegt auch gut in der Hand, der ist auch überhaupt nicht rutschig. Der klappert hier so ein bisschen, weil das, was ich euch vorhin gezeigt habe hier, das ist natürlich hier ein bisschen lockerer. Aber ansonsten völlig in Ordnung. Okay, so viel zum Schreibtest mit dem Oto-Tasche und dem Mayon N1. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt an diesen beiden Füllfederhaltern.
Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Otto Tasche und am Mayon N1? Also, fangen wir einfach mal an. Beide kommen ohne Konverter. Das finde ich meistens sehr schade, ist aber hier der Tatsache geschuldet, dass es sich um Taschenfüllfederhalter handelt. Also insofern ist es da immer eher schwierig mit Konvertern. Bei beiden identisch der gute Tintenfluss. Obwohl der eine eine M-Feder hat, der andere eine F-Feder. Ihr habt es gesehen im Schreibtest, so gut wie kein Unterschied. Wir haben in beiden Fällen ein gutes, sehr angenehmes Schreibgefühl. Das Griffstück ist nicht rutschig, bei beiden nicht. Kann man nichts sagen. Also wirklich ja, völlig in Ordnung. Beim Otto ist der Vorteil, der kann Standard International Tintenpatronen verwenden. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ihr auf Reisen seid, und dafür ist ja ein Taschenfüllfederhalter gemacht, dann findet ihr immer irgendwo auf der Welt passende Tintenpatronen dafür. Beim Mayon N1 müsst ihr den chinesischen Standard mit 3,4 mm suchen oder ihr nehmt eine Spritze, ein Tintenglas und alles mit und befüllt die Tintenpatronen selbst. Also muss man sich überlegen. Ich finde, beide Füllfederhalter sind recht gut und hochwertig verarbeitet. Auch da nehmen sie sich nichts. Die sind beide aus Metall, keine Plastikteile, nichts sieht billig aus, nichts wirkt billig. Also das ist ganz in Ordnung. Man kann noch einen Unterschied feststellen im Clip. Also ich hatte euch vorhin gezeigt, ich zeige es euch hier nochmal. Der Otto-Clip ist nutzbar. Den kann ich hier ganz leicht bewegen. Den anderen, den kriege ich kaum bewegt, weil er einfach zu fest ist. Also der ist einfach nicht gut zu nutzen. Beim Mayon N1, auch das habe ich euch vorhin gezeigt, ist, wenn ich ihn hier zusammenstecke und jetzt hier so ein bisschen schüttle, dann seht ihr schon, dass das hier ganz leicht abgeht. Also das rutscht so ein bisschen runter. Das ist beim Otto-Tasche besser gelöst, wobei ich da sagen muss, da musste ich schon mal den Silikonring ersetzen und der ist leider bei Otto als Ersatzteil nicht lieferbar. Das heißt also, ihr müsst euch irgendwo anders einen Silikonring besorgen und das finde ich jetzt wiederum sehr schade, weil in Zeiten der Nachhaltigkeit müsste ich diesen Füllfederhalter als Ganzes wegwerfen, wenn ich nirgendwo einen Silikonring bekommen würde, einen passenden. Und ich finde, das kann es nicht sein. Also da sollte Otto durchaus Ersatzteile für seine Produkte anbieten. Das ist in Zeiten der Nachhaltigkeit einfach ein Muss. Das kann nicht anders sein. Wie das bei Mayon ist, kann ich euch noch nicht sagen, weil da hatte ich das Problem noch nicht. Aber da werde ich jetzt mal schauen, dass ich hier nochmal einen anderen Silikonring verwende, weil mir der einfach, ja, ich sag mal, zu dünn ist und der Schaft einfach darauf nicht wirklich gut hält. Ganz gut soll sein beim Mayon, aber ich habe es selber nicht ausprobiert, dass man auch einen Mini-Konverter mit chinesischem Standard einbauen kann. Ihr könnt es mir in den Kommentaren mitteilen, falls ihr das mal gemacht habt, falls ihr das hinbekommen habt. Würde mich sehr interessieren. Ich habe hier keinen da, also insofern habe ich es nicht ausprobiert, sondern ich habe hier diese Tintenpatronen verwendet und das ist ganz okay gewesen für mich. Ja, beim Otto noch als Negatives kann ich hier anmerken, hier seht ihr das nochmal so ein bisschen, hier die Schrift, die ist nicht wirklich, ich sag mal, langlebig, die ist mit den Jahren abgegangen. Ich denke, das kann man schöner machen, dass auch der Hersteller weiterhin ersichtlich ist, auch nach vielen, vielen Jahren der Nutzung. Ja, so viel zum Für und Wider des Originals Otto Tasche und seines Clones des Mayon N1. Würde ich ihn mir wieder kaufen oder würde ich mir sie wieder kaufen? Was den Otto Tasche betrifft, habe ich vor vielen Jahren ungefähr so 12 € dafür bezahlt, umgerechnet heute. Dafür würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, weil er liegt gut in der Hand, ist ein schöner Füllfederhalter, er hat mich nie im Stich gelassen. Hat ein schönes Schriftbild, da kann man nicht viel meckern. Aber 30 bis 40 € für diesen Taschenfüllfederhalter,
Ich glaube, da gibt es gute Alternativen, auch mit mehr Variationen in der Feder. Denke ich mal nur an Kaweco. Kaweco Sport zum Beispiel oder die Sondermodelle, habe ich euch ja auch schon was vorgestellt. Da könnt ihr in meinen Videos euch das nochmal anschauen. Also ich denke, da gibt es schon Alternativen. Aber für ungefähr 12 Euro, finde ich, kann man nicht meckern. Da ist wirklich, wirklich gut. Auch wenn die Feder nicht gebrandet ist, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich würde es schöner finden, wenn Otto seine Federn branden würde. Vielleicht stellen sie die auch nicht selber her, kann ich nicht einschätzen. Man kann es jedenfalls nicht sehen. Aber ja, wie gesagt, es ist ein schöner Füllfederhalter, ein zuverlässiger Begleiter über Jahre. Aber wenn ich 30 bis 40 Euro ausgeben muss, dann kommt dieser kleine Kerl hier wieder ins Rennen, weil der kostet jetzt aktuell bei AliExpress so um die 12 Euro inklusive Versand aus China. Und wenn ich mir dann angucke, okay, er ist ein bisschen schwerer, 10 Gramm, er ist 1 Zentimeter länger, okay, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, weil das sind jetzt keine solchen Dimensionen, dass er sagt, es geht gar nicht, der geht jetzt hier nicht in meine Tasche rein oder was auch immer. Nachteil hier ist natürlich der chinesische Standard und der fehlende Konverter. Da müsste man sich dann einen Konverter noch suchen und ein Tintenfass mitnehmen oder diese Patrone wieder befüllen oder sich in China Patronen entsprechend bestellen. Aber für den Preis, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich brauche jetzt so einen Taschenfüllfederhalter, zahle ich 30, 40 Euro für den Otto oder 12 Euro für den Mayon N1. Ich glaube, da würde ich zum Mayon N1 greifen, weil mir hat das Schriftbild super gefallen, die Feder hat mir gut gefallen, wir haben ein bisschen Variation reinbekommen. Das Design der Feder hat mir gut gefallen. Die ist gebrandet, die Feder von Mayon. Ja, da stimmt einfach alles. Die Verarbeitung, mal abgesehen davon, dass dieser Silikonring nicht so richtig greift. Aber alles in allem, muss ich sagen, ist der Mayon N1 vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung ein durchaus ebenbürtiger Herausforderer des Otto Tasche. Und vor dem Hintergrund ist es eine Frage des Preises aus meiner Sicht, welchen man sich hier zulegt. Ja, so viel zum Otto Tasche und zum Mayon N1 hier bei Ink Up Your Pen. Und da würde mich natürlich als nächstes interessieren, wie seht ihr das? Habt ihr beide Füllfederhalter vielleicht auch zu Hause? Habt ihr schon mal miteinander verglichen oder habt ihr den einen oder anderen oder habt ihr vielleicht beim Mayon N1 ganz andere Erfahrungen gemacht? Das hat man ja manchmal bei chinesischen Füllfederhaltern, dass da nicht einer wie der andere aus der Fabrik kommt. Teilt es mir in den Kommentaren mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.